Okay, lasst uns mal eintauchen in die Gedankenwelt eines echten Jazzmeisters. Heute schauen wir uns Barry Harris genauer an und sein, auf den ersten Blick total einfaches, aber genial elegantes System, mit dem er den doch so komplexen Sound des Bebop für alle zugänglich gemacht hat. Und das hier, das bringt es eigentlich schon auf den Punkt. Das sind seine eigenen Worte. Barry Harris war eben nicht nur irgendein Musiker. Nein, er war ein Pädagoge mit einer echten Mission. Und genau diese Worte, die geben den Ton an für alles, worüber wir heute sprechen werden. Also, wer war dieser Mann eigentlich und warum sind seine Beiträge zur Welt des Jazz bis heute so unglaublich wichtig? Er hatte so eine Art Doppelrolle und genau das hat ihn so einzigartig gemacht. Auf der einen Seite war er dieser meisterhafte Künstler auf der Bühne und auf der anderen Seite ein hochverehrter Lehrer. Man könnte fast sagen, er war so eine Art Hüter der Flamme für die Bebop-Tradition. Er hat die Musik nicht nur gespielt, er hat sie bewahrt. Und diese Zeitleiste hier, die zeigt viel mehr als nur ein paar Daten. Die erzählt eine ganze Geschichte. Von seinen Anfängen als total innovativer Bandleader in den späten 50ern über seine wirklich prägenden Aufnahmen in den 60ern bis hin zu seiner Verwandlung in eine weltweite Lehrautorität. Harris hat den Jazz nicht nur mal kurz geprägt, nein, er hat ihn über Jahrzehnte aktiv geformt und weitergegeben. Harris hat ja nicht einfach nur Musik gespielt, er wollte ein System schaffen, einen Weg, um diese komplexe Harmonie wirklich zu verstehen und weiterzugeben. Er wollte quasi den Code des Bebop knacken und ihn für alle verständlich machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bebop-Bibel. Und dieser Spitzname kommt nicht von irgendwem, sondern von einem anderen Jazzgiganten, Tommy Flanagan. Das zeigt, welche riesige Bedeutung seine Lehrmethoden in der Szene hatten. Das war keine Kleinigkeit, das war eine Offenbarung. Tja, und das wirft natürlich die große Frage auf, die uns direkt zum Kern der ganzen Sache führt. Wie hat er das geschafft? Was war der Schlüssel, um dieses improvisatorische Genie in ein System zu packen, das man tatsächlich lernen kann? Und hier ist sie, die Antwort, der Name seines zentralen Konzepts. Macht euch bereit für den Aha-Moment, denn jetzt wird's richtig spannend. Um sein System zu kapieren, fangen wir mal mit etwas an, das wirklich fast jeder kennt, selbst wenn man kein Musiker ist. Die ganz normale Dur-Tonleiter. 7 Töne, total einfach und vertraut. Das ist unser Startpunkt. Und genau hier passiert die Magie. Seht ihr das? Nur ein einziger Ton kommt dazu. Das Giss. Und diese eine Note, die ist der Schlüssel zu seinem gesamten System. Eine winzige Änderung mit einer riesigen Wirkung auf den Klang. So, und hier haben wir die offizielle Definition. Diese neue, 8-tönige Tonleiter ist die Grundlage für alles, was danach kommt. Sie ist das Fundament, auf dem die ganze harmonische Welt des Bebop nach Barry Harris aufgebaut ist. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir brechen das jetzt mal auseinander, um zu sehen, warum dieser eine zusätzliche Ton so unglaublich wirkungsvoll ist. Und das ist der Geniestreich an der ganzen Sache. Die Tonleiter ist nicht nur eine Reihe von Tönen. Stellt euch vor, da sind 2 völlig unterschiedliche Akkorde drin versteckt, die miteinander verwoben sind. Auf der einen Seite haben wir diesen stabilen, sonnigen Dur-Sechstakkord und auf der anderen diesen spannungsgeladenen, fast schon mysteriösen, verminderten Akkord. Und genau dieser ständige Wechsel zwischen Ruhe und Spannung, das ist es, was den Bebop-Sound so lebendig und dynamisch macht. Schaut euch mal dieses Notenbeispiel an. Ihr müsst das jetzt nicht lesen können, aber achtet mal auf diese langen, fließenden Linien von Noten. Genau das macht die 8-tönige Tonleiter möglich. Musiker können endlose Melodien spielen, ohne rhythmisch ins Stolpern zu kommen. Das ist dieser authentische, fast schon gesprächige Bebop-Sound, den wir alle kennen und lieben. Und damit schlagen wir die Brücke von der Theorie zur Praxis. Und zwar zu einer ziemlich berühmten. Wenn ihr jemals diesen warmen, vollen Akkordsound des Gitarristen Wes Montgomery gehört habt, dann habt ihr im Grunde die Harris-Methode in Aktion erlebt. Genau dieser Klang von Akkorden, die sich wie eine Melodie bewegen. So, und damit kommen wir zu der Frage, was von all dem geblieben ist und zur, sagen wir mal, etwas nuancierten Debatte über die Anwendung dieser Methode in der modernen Jazzausbildung. Hier haben wir die eine Seite der Medaille. Der Gitarrist und Pädagoge Richie Zellon sagt im Grunde, dass die Methode für die reine Improvisation mit einzelnen Tönen manchmal etwas umständlich sein kann. Er meint, viele Bebop-Pioniere hätten eher in Akkorden und Arpeggien gedacht.
Aber, und das ist das wirklich Spannende, dieselbe Person erkennt sofort auch die andere Seite an. Wenn es ums Harmonisieren geht, ums akkordische Spiel, dann ist die Methode unbestreitbar kraftvoll und einfach genial zusammengefasst. Was heißt das jetzt für uns? Im Grunde ist die Methode wie ein hochspezialisiertes Werkzeug. Wenn man genau diesen satten, akkordischen Sound des klassischen Bebop will, ist sie unschlagbar. Wenn man aber nach Wegen für supermoderne Improvisation sucht, gibt's vielleicht passendere Ansätze. Es geht also nicht um richtig oder falsch, sondern immer um den richtigen Kontext. Und das lässt uns mit diesem einen, fast schon provokanten Gedanken zurück, der das Genie dieser Methode perfekt zusammenfasst. Barry Harris hat uns gezeigt, dass es manchmal nur eine winzige, unerwartete Änderung braucht, um eine komplett neue Welt des Klangs zu eröffnen. Ziemlich cool, oder?